Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau von Jaggels Sandholanlage. In diesem Video kümmern wir uns um die Videoüberwachung und die Schattenbahnhofserweiterung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Heute kümmern wir uns um ein Thema, und zwar, ihr seht schon, hier soll die Zentrale hin und das Steuerpult. Und wenn ich jetzt hier so sitze und mich so drehe, dann wird der Hals schon recht lang. Und das heißt, wir machen jetzt hier, und auch wenn ich hier unten reinschauen möchte, muss ich mich immer runterbeugen und so. Und das ist auf Dauer einfach unkomfortabel. Deswegen kümmern wir uns jetzt um ein Videoüberwachungssystem für den Schattenbahnhof. Und da haben wir beim großen A recht günstig eins geschossen mit 8 Kameras. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da schauen wir jetzt mal rein. Alter. Festigungsmaterial. Und da haben wir Kameras. Und da suchen wir jetzt ein paar schöne Standorte aus und platzieren dann da die Kameras hin. Genau, das machen wir jetzt als nächstes. Ich habe mal die erste installiert. Die soll dann den Wendelbereich überwachen. Schauen wir mal, ob das Sinn macht und ob sich das so rausgeht, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten kommt die dann halt wieder weg, wenn der Wendel da ist. Und jetzt kommt die zweite hier hinten hin bei der Schattenbahnhofseinfahrt. Jetzt habe ich mal den Monitor angeschlossen und den Receiver und mal die erste Kamera, wie man hier sieht. Und ich dachte eigentlich, dass ich hier mit meiner Einfahrtskamera in das Eck hier gehe. Aber da sieht man die zwei Weichen nicht, und die hätte ich eigentlich schon ganz gerne mitgesehen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich dann einen besseren Platz finde. Dann dachte ich, dass ich vielleicht hier hingehe, aber da sehe ich die zwei Weichen da hinten auch nicht. Muss ich mal schauen, da brauche ich vielleicht nochmal eine extra Kamera jetzt. So, ich habe jetzt mal den ersten Standort gewählt, quasi den ersten offiziellen, und zwar habe ich die jetzt mal hier ins Eck gemacht, und die filmt jetzt quasi hier in den Bereich rein. In den Einfahrtsbereich und Ausfahrtsbereich zum Schattenbahnhof. Jetzt lasse ich es erstmal so und dann schaue ich mal, wie es insgesamt sich alles rausgeht. Jetzt habe ich mal die letzte Kamera im Schattenbahnhofsbereich angeschlossen. Die ist hier hinten drin. Man sieht es so ein bisschen. Und ja, jetzt muss ich halt schauen, dass ich das Ganze, die Kabel verlege. Hier sind 2. Und dass ich dann das Ganze hier runter verlege. Und hier kommt dann eine Schublade hin, wo meine ganzen Receiver und Booster und ja, alles, was halt die ganzen Netzkabel und so, dann muss ich da Steckdosen installieren und dann hier die Dinge hochlegen, die Schalter, dass ich das dann von da aus ein- und ausschalten kann. Das mache ich aber jetzt in diesem Teil nicht. Ich lege jetzt erstmal die Kabel alle hier runter. Frei nach dem Motto, was juckt mich mein Geschwätz von gestern, habe ich jetzt doch schon eine Schublade gebaut. Aus Holzresten. Die ist jetzt nicht sonderlich schön, aber sie ist zweckmäßig. Und da kann ich jetzt dann hier von hinten die Kabel reinführen. Da muss ich dann ein bisschen die Kabel länger lassen. Die habe ich auch schon alle hier in den Buchbinderrücken an der Seite verlegt. Und das mache ich jetzt als nächstes. Alles hier drin. Jetzt habe ich die ganzen Kabel mal verlegt, also die Videokabel, die blauen, sind schon so, wie es sein soll. Und der Strom ist jetzt noch provisorisch, weil da muss ich erst Strom in die Schublade legen. Das mache ich aber tatsächlich dann im nächsten Teil. Jetzt teste ich mal noch, ob alles funktioniert. Dazu mache ich es jetzt mal an. So, dazu, sie werkelt schon mal. Und schauen wir mal. Input, sehr gut. Ja, wunderbar, da bin ich. Gut, also funktioniert es da schon mal. Die Maus funktioniert nicht, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, es funktioniert auf jeden Fall. Wenn man die Maus nicht einsteckt, dann funktioniert sie natürlich nicht. Jetzt funktioniert das alles. Jetzt muss ich das noch ein bisschen feinjustieren. Aber so schaut es jetzt aus.
Das sind quasi da bin wieder ich. Das sind jetzt quasi die unterschiedlichen Kameras. Bei der hier, bei der 2er, muss ich mal schauen, ob die Sinn macht. Das werde ich dann bei Gelegenheit mal austüfteln. Das ist der Wendel, da muss ich auch schauen, ob die Sinn macht. Weil den sollte man eigentlich ganz gut sehen von hier aus. Ja, und das ist hier, wo man umdreht. Und das ist dann die Kamera, die theoretisch oben auf die Anlage filmt, weil da kommt dann quasi die Landschaft hin und da muss ich dann schauen, ob wir die brauchen. Also 1, 2 und 8 sind noch gar nicht so sicher, aber die anderen schauen eigentlich schon mal ganz gut aus. Gut, jetzt zeige ich euch noch, wie es unter der Anlage ausschaut. Dann schaue ich mal, ob ich das hier unten gehandelt bekomme. Und zwar liegt jetzt da der ganze Packen Kabel drin. Der ging gerade so in ein Ordner-Dingsbums rein, Buch, Ringgerät. Und wenn ich jetzt ganz hinterfahre mit der Schublade, dann ist das so. Dann hängt das hier alles. Und wenn ich so rausfahre, geht das halt mit vor. Genau, so habe ich mir das überlegt und so wird das jetzt mal getestet, ob das so praktisch ist. Dann hatte ich ja im letzten Video angekündigt, dass ich eine Schattenerweiterungslösung parat habe, also quasi eine Idee. Und zwar werde ich jetzt hier eine 3-Wege-Weiche einfach einbauen. Und zwar werde ich das so handhaben, dass die einfach auf, hier auf den Abzweig gestellt ist. Immer. Und die Ausfahrtsweichen sind ja sowieso nicht mit Antrieben versehen, von daher ist das wurscht. Das heißt, ich könnte dann theoretisch von hier reinfahren und dann hier rückwärts in den Schattenbahnhof reinfahren. Das ist dann quasi ein Kopfbahnhof und das soll dann, ja, das ist im laufenden Betrieb vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber für einen Triebzug oder so einen Schienenbus oder irgend sowas, so ein paar kurze Gleise noch quasi. Genau, und das machen wir jetzt. Jetzt wechsle ich als erstes mal die Weiche hier aus und dann verlege ich Gleise nach da hinten. Die Weichen habe ich jetzt ausgetauscht. Jetzt ist hier die 3-Wege-Weiche drin und jetzt ist halt einfach die Idee, dass ich zum Beispiel von einem von den Gleisen komme, hier drüber fahre und dann rückwärts hier reinrangieren kann und dann quasi Richtung 3. Schattenbahnhof, wenn man so möchte. Ich könnte aber auch von einem von den Gleisen hier kommen. Jetzt muss ich schauen, ob ich das mit der Kamera... Ja. Und dann so rum quasi. Und dann dasselbe Spiel. Genau, und jetzt zeige ich euch noch den Rest vom Fest. Und zwar kommt der Wagen dann da, wo er steht, kommt er an und dann kann ich hier quasi auf den Kopfschattenbahnhof. Und jetzt sieht man hier schon, habe ich eine Weiche mit einem Einbaudecoder, weil ich gebe mir hier jetzt nicht nochmal Einbaustress. Wir haben noch so viele von diesen Einbaudecodern. Da baue ich jetzt hier ein paar rein. Und die muss ich dann noch mit einer anderen Adresse versehen, dass das halt zueinander passt. Genau, und dann wird hier schön nochmal, kommen hier nochmal ein paar Gleise dazu. Eine Sache noch, ich wurde gefragt, ob ich die Weichenantriebe modifiziere, dass sie quasi die Endabschaltung, ob ich die überbrücke. Das habe ich bei der alten Anlage bei den oberen Weichen gemacht. Also die haben das alle, die habe ich alle modifiziert, die habe ich alle überbrückt. Die Endabschaltung ist sogar rausgelötet. Ich weiß es gar nicht genau mehr. Und das habe ich jetzt bei denen hier nicht gemacht. Da werde ich die bloß alle, die Weichen lasse ich frei und die geraden Gleise werde ich punktuell mit Sekundenkleber befestigen. Von daher komme ich dann relativ problemlos dran, falls was sein sollte. Der 3. Schattenbahnhof ist jetzt mal soweit installiert. Jetzt sind mir allerdings die Gleise ausgegangen und Prellbrücke brauche ich auch noch. Da muss der Jackel nochmal bestellen, aber das macht er eh ganz gern. Hier vorne sollte auf jeden Fall zumindest eine S-Bahn reingehen. Vielleicht sogar der ICE 3, das muss ich mal sehen. Und dann hier hinten halt der Schienenbus mit Beiwagen oder der Lind. Muss ich mal schauen, was wir überhaupt alles haben hier. Gut, das soll es jetzt mit dem heutigen Video gewesen sein. Im nächsten Teil kümmere ich mich ums Cockpit. Und genau, dann geht es langsam vorwärts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen,